Aber das Interessante am College ist, dass es für viele junge Leute das erste Mal ist, dass sie von zu Hause weggehen und dann einen Mitbewohner haben. Mhm. Ich habe festgestellt, dass mir vieles nachts passiert und ich dachte so, wie funktioniert das? Wie komme ich damit klar? Helen Hensley in der Sendung. Wie geht es Ihnen? Hallo, Dr. Mary Helen. Es freut mich, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Ich wünschte, wir hätten deine ganze Ankunft hier aufnehmen können. Es war spät, es war schön, aber vielen Dank. Ich begann, Moment, ich habe gerade Feierabend, ich sehe aus wie ein Chaos. Ich schätze es sehr, dass du gekommen bist und die Mühe auf dich genommen hast, deine Reise, Botschaft und Geschichte mit meinem Publikum zu teilen. Nun zu meiner ersten Frage. Wie war dein Leben gestaltet, bevor du deine Nahtoderfahrung hattest? Wie war es? Es war interessant. Ich gehöre zu denen, bei denen die Nahtoderfahrung irgendwie so war wie das Eis, die Kirsche, dazu die kleine Fahne und das kleine Schirmchen oben auf der Torte, weil mein Leben von Anfang an ziemlich ungewöhnlich war. Was war das Besondere am Autounfall, was man selten hört? Das Lustige daran, mir das Genick zu brechen und zu sterben, war die Freiheit, die ich hatte, als ich zurückkam. Eine Freiheit von mir selbst, eine Freiheit von aufzuwachsen im Süden, im Bibelgürtel, denn es ist einem egal, was andere denken. Man begreift, dass man hier ist, um seine eigene Erfahrung zu machen und jeder andere ebenso. Die Meinungen anderer über einen selbst, über das, was man tut oder kann, woran man glaubt oder was in der eigenen Welt real ist, sind nur ihre Ansichten, gefärbt durch ihre Brille. Das ist alles, was sie haben, ihre Perspektive. Man lernt schnell, verdammt nochmal, wie viel vom eigenen Leben man beurteilt hat, basierend auf dem Blickwinkel einer einzigen Person durch eine einzige Brille. Ja, es ist etwas, unsere Kinder sehen das Leben jetzt durch. Unzählige Brillen wegen der sozialen Medien. Und es scheint, als sei das Pendel zu weit ausgeschlagen. Das hat einen interessanten Effekt auf die Menschen und ihr Selbstbild. Aber für mich, zurück im Jahr 1991, war es eine so befreiende Erfahrung. Also es ist nicht so, dass ich vorher nicht wild und verrückt und spaßig war, aber ich kam gerade aus meinen frühen Tagen. Was ich tun konnte, war cool und es hat mir gefallen. Und als Kind habe ich das gefeiert. Es war seltsam, weil meine Eltern mir nicht erlaubten, darüber zu sprechen. Worüber sprechen wir also genau hier? Bereits bei der Geburt begann es. Mein Vater bekam Besuch, während meine Mutter schwanger war, denn meinen Eltern wurde gesagt, dass meine Mutter hatte im ersten Trimester Röteln. Und im Grunde sagten sie, hört zu, Leute, macht euch darauf gefasst, dass, wenn das Baby überhaupt überlebt, nicht alles in Ordnung sein wird und ihr müsst das einfach akzeptieren. Also mein Vater, der übrigens ein südbaptistischer Pfarrer ist, hatte diesen Besuch. Und das wirklich Interessante daran ist, dass er keinen Besuch von den üblichen Engeln bekam. Er musste es ein himmlisches Wesen nennen, Besuch, weil er es nicht beschreiben konnte, mit Worten aus seinem Rahmen, aus seinem Paradigma, seinem Blickfeld. Er bezeichnete sie immer als himmlische Wesen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie höchstwahrscheinlich seine Führer waren. Aber ja, als sie kamen und sagten, du bekommst eine Tochter, denk dran, das war 1969. Du wirst eine Tochter haben. Und das war damals nicht. Ultraschall gab es damals nicht, also wussten sie nicht, dass ich ein Mädchen war. Und die beiden meinten, sie wird außergewöhnliche Fähigkeiten haben und ihr müsst dabei helfen, diese zu fördern. Stell dir vor, du bist Pfarrer im Jahr 69. All das, worüber wir gerade sprechen, ist heutzutage etwas bekannter und es gibt Dinge wie Reinkarnation, Karma und Meditation und so weiter. Darüber sprechen wir jetzt im Süden. Genau, der Film nach Stephen King. Exakt das. Kannst du es dir vorstellen? Oh mein Gott.
Ja, also da ist diese gruselige Musik im Hintergrund und der Prediger so, okay. Aber was meine Eltern besonders interessierte, waren die ersten Jahre meines Lebens. Sie beobachteten und warteten quasi. Stell dir vor, man hat ihnen gesagt, sie sind so, was wird sie anfangen zu schweben? Kann sie durch den Raum fliegen? Was passiert hier? Nun, was tatsächlich geschah, war, mein allerbester Freund als Kind war der Vater meiner Mutter, Dr. Garland Clark. Er war ein Chirurg aus Kentucky, beeindruckender Kerl. Und er war mein Ein und Alles und er würde. Jeden einzelnen Abend brachte er mich mit Geschichten zu Bett. Er war einfach so ein riesengroßer Lebensanteil. Und so sagte ich meinen Eltern, so nennen wir ihn Richter. Das war sein Spitzname. Das hat Richter gesagt. Das ist, wisst ihr? Und sie nickten und lächelten oder sowas. So erlebte ich endlich, was ich das Küchentischgespräch nenne, weil ich mich erinnere. Mein vierjähriges Ich behielt es in Erinnerung, da es am Küchentisch stattfand. Wenn mein Vater einen bat, sich zu setzen, war das bedeutsam. Er war nicht nur Pfarrer, sondern auch ein amerikanischer Footballstar. Ein großer Bodybuilder mit einer Größe von 1,88 und einer tiefen, sonoren Südstaatenstimme. Papa ruft mich zum Tisch. Es geht um etwas Wichtiges. Ich komme in die Küche, er setzt mich hin und fragt, Schätzchen, kennst du den Unterschied zwischen lebendig und tot? Ich bin 4 und überlege ernsthaft. Also stellt sich heraus, dass ich in diesem Gespräch erfahre, dass mein geliebter Großvater tot ist, seit ich 1 bin. Meine Eltern, weißt du, was das bedeutet? Ich, klar. Die beste Art, wie ich das den Leuten, die das gerade sehen, erklären kann, ist folgende. Da bist du in meinem kleinen quadratischen Fenster, oben rechts auf meinem Handy und hier bin ich und wir reden, führen ein Gespräch in Echtzeit, richtig. In mir, in meiner Psyche, in meiner Realität gibt es nichts, was sagt, dass du nicht echt bist. Genau. Ich bin fest überzeugt, dass du in Austin bist und ich mit einer echten Person spreche. Aber ich habe nur diesen kleinen, schlaffen 2D-Kerl, der spricht. In der Ecke dort. Aber ich bin mir meiner Realität und meines Einsatzes bewusst, weil ich weiß und glaube, dass du echt bist. Du könntest allerdings nur ein Produkt meiner Fantasie sein. Und ich mache meinen eigenen Podcast allein. Okay. Aber so war es mit dem Richter, wenn Leute fragen, wie konntest du das nicht wissen? Er war sehr, wie ich merke, wenn ich mit meiner Mutter in Virginia über FaceTime spreche, dass sie wirklich da ist. Ich weiß, wie ihre Küche aussieht. Ich weiß, wie es dort riecht. Ich kenne diesen Hausmantel, den sie trägt. Ich sehe ihre Ohrringe. Sie ist eine echte Person. Es war ähnlich, doch kannte ich nie einen Richter persönlich. Im bewussten Gedächtnis. Er hat mich als Baby gehalten und dann glaube ich, war ich 11 Monate alt, als er starb. Und also, wir hatten diese Verbindung und so erschien er und wir führten Gespräche in Echtzeit, genau wie du und ich jetzt, was bis in mein Erwachsenenalter anhält. Es vergeht keine Nacht, in der wir uns nicht verabschieden. Es ist wirklich ziemlich cool. Unsere Beziehung ist eng, er weiß stets, was vor sich geht. Wir reden so miteinander wie du und ich jetzt. Dann staunen die Leute, wie bitte? Ich habe Zugang zu jeder Realität, eine direkte Verbindung zu seiner Existenzebene. Aber es ist genau auf ihn zugeschnitten. Es war damals so. Nein, genau so war es. Jetzt ist es jedem zugeschnitten. Aber er war tatsächlich meine erste Erfahrung, denn er hat mich damit vertraut gemacht. So wächst man eben auf. Und ich träumte von Dingen und sie wurden wahr. Also ich war dieses Kind und bereits als Kind spürte ich eine tiefe Verbindung zum Tod. Er und Horrorfilme ängstigten mich nicht. Ich hatte kein Problem mit dem Tod und mochte es zu spenden. Das ist seltsam. Gerne verbrachte ich Zeit in Altenheimen und so. Ich verzichte darauf, mit Freunden zu spielen, um Zeit mit den älteren Menschen im Pflegeheim zu verbringen. Meine Mutter fuhr einfach vor, setzte mich ab und ich besuchte alle Leute, dann holte sie mich wieder ab. Das war der Ort, wo ich sein wollte. Ich liebte sie, schätzte ihre Weisheit und alles, was ich um sie herum sehen konnte. Was hast du um sie herum gesehen? Nun, die Leute haben diese Vorstellung, dass wenn jemand im Übergang ist oder stirbt, es so ist, als würde der Dimmer heruntergedreht und die Energie und Lebenskraft schwinden. Es ist das komplette Gegenteil. Es sieht aus wie ein gigantisches Feuerwerk. Und ich habe es geliebt. Es war wunderschön. Und ich liebte es, dort zu sein und Teil dieser Übergangszeit für die Menschen zu sein. Denn
Es war, als würde der Nebel von ihren Augen weichen. Und ich liebte diesen Teil. Wissen Sie, wie alt sie waren? Haben Sie das gemacht? Jill, 8, 9, 10, lass Jill frei. Mein Gott, direkt nach dem Abitur. Ich habe junge Töchter und kann mir nicht einmal vorstellen, dass sie solche Dinge sehen oder in dem Alter überhaupt begreifen. Ich nehme an, offensichtlich warst du damals ein wenig mehr eine alte Seele, wie man sagt. Deshalb konntest du all diese Dinge von Natur aus verstehen. Dein Coming Out. Das lag an seinen Erklärungen. Er wusste offensichtlich, dass dies mein Leben sein würde, noch bevor ich es selbst erkannte. Also trat er wieder ein und investierte Zeit, um mir zu vermitteln, wie sich alles entwickeln würde. Papa war natürlich Pfarrer und deshalb waren auch immer Beerdigungen und er konnte vor seinem Tod nicht erfahren, was andere in der Grabrede hören wollten. Daher half ich ihm, sie zu verfassen, indem ich mit dem Verstorbenen sprach. Du wurdest in einem südbaptistischen Umfeld großgezogen. Und dein Vater war Ende der 60er, Anfang der 70er im Jahr 69, als dieses himmlische Wesen erschien. Ein Südbaptist. Wie ist er damit umgegangen? Denn das lag außerhalb seines Vorstellungsvermögens. Nach meinem Verständnis haben Südbaptisten normalerweise nicht diese Art von Veranstaltungen. Wie ist er also damit umgegangen? Und wie dann? Sie sprechen ständig über Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Das stimmt. Genau, das ist korrekt. Aber heute wird das nicht passieren. Es passiert gerade jetzt, das ist alles. Wie ist er damit umgegangen und wie haben dann er und deine Eltern mit dir umgegangen? Glaubte deine Mutter es irgendwie? Meine Mutter war begeistert, denn der Richter war ja ihr Vater, nicht wahr? Sie hat den Köder also schnell geschluckt. Sehr schnell. Mein Vater war sehr fürsorglich, überfürsorglich sogar. Er hat mich sehr behütet, weil er wohl befürchtete, dass man mich ausnutzen könnte, wenn es jemand herausfände. Dass jemand versuchen könnte, mich zu zwingen, X, Y oder Z zu tun. Deshalb wussten selbst meine Geschwister nichts. Oh, wow. Sie fanden es heraus, als mein erstes Buch erschien. Ich denke, sie sehen mich nun wahrscheinlich als pathologischen Lügner an. Aber meine Mutter konnte sich zurücklehnen und sagen, ja, das ist alles wahr. Es ist alles passiert. Und sie so, ja. Also das Leben in der Oberstufe zu meistern, da sie schon hart genug ist. Ja, mit dem normalen Leben, aber auch die Dinge zu sehen, die du um dich herum wahrnehmen konntest und Energien und Frequenzen zu spüren und so weiter. Wie bist du psychologisch damit umgegangen? Kehren wir zurück zur Beantwortung deiner ursprünglichen Frage. Na, ich denke, das ist unglaublich. Aber dann passierte Folgendes. Du möchtest anfangen, dich deinen Freunden anzupassen und du wirst körperbewusst und Ein Teenager will dazugehören. Cheerleaderin willst du den Footballspieler daten. Es ist wie, du erlebst das gerade, daher fiel es dir sicher leicht, nicht darüber zu reden. Als ich zur Uni kam, wollte ich natürlich dazugehören. Doch das wirklich Interessante an der Uni ist, es ist für viele das erste Mal, dass sie von zu Hause weggehen und dann einen Mitbewohner haben. Ich habe mich gefragt, weil mir oft nachts Sachen passieren und ich dachte mir, wie wird das funktionieren? Wie werde ich damit umgehen? Wie funktioniert das? Sehr schnell. Ich leide, seit ich 18 bin, unter einer gewissen Form von Schlaflosigkeit. Jetzt bin ich 53. Also gönnte ich mir oft kurze Schläfchen. Wenn mein Mitbewohner zur Vorlesung ging, nutzte ich die Chance für ein Nickerchen. Meist blieb ich dann die ganze Nacht wach. Noch heute gehe ich nicht vor 2 Uhr ins Bett und wache oft auf. Es wurde einfach zur Gewohnheit, die sich früh einschlich. Meine Mitbewohnerin beginnt zu begreifen. Ich weiß nicht, wir waren noch nicht so weit, als sie es erkannte. Tina, du redest im Schlaf. Und ich so, ja, ich weiß das. Und sie war tatsächlich die allererste Person, der ich das je erzählen konnte. Außer Mama und Papa? Außer Mama und Papa. Mama und Papa. Sie sagten es mir und ich ihnen gleichzeitig, doch konnte ich es nie einfach jemandem erzählen. Und deshalb fühlte ich mich so, weil ich mit dieser Person zusammenlebte, weil ich nicht wusste, was passieren würde. Ich sehe tote Menschen, Mann. Du hast keine Ahnung. Es ist wie viel? Und 6 Cent, Baby? Ich muss es ihr sagen. Okay, hier ist was passiert. Und sie so, das ist großartig. Und das war's. Ich erhielt so positive Rückmeldungen, zurück zu meiner Tätigkeit, aber dennoch. Ich wollte in dieser Phase einfach nicht der Außenseiter sein und
Es lag nicht daran, dass mir die Meinung anderer so wichtig war. Es war eher ihre Unfähigkeit zu verstehen, was ich wirklich leisten konnte. Ich hatte damals einfach nicht die Fähigkeiten, um ihnen emotional zu helfen. Ich habe das sehr schnell gelernt. Tatsächlich lebte ein Mädchen, sie wohnte im Stockwerk über mir. Ihr Vater war gestorben, als sie 12 war. Und dann kam sie eines Tages in unser Zimmer, klopfte an die Tür und weinte. Wir fragten uns, was los ist. Und sie sagte, oh mein Gott, ich habe nur eine Sache, die mein Vater mir hinterlassen hat. Und das waren diese kleinen Diamantohrstecker. Und sie hatte einen davon verloren. Und sie war so aufgelöst. Natürlich gingen wir hoch, durchsuchten mit ihr das Zimmer, halfen ihr. Sie war wirklich sehr aufgelöst. Also legte ich mich in dieser Nacht schlafen. Und dieser Mann kam rein, war von Kopf bis Fuß Uniform, Marine-Uniform. Die weiße, wie von einer Marineakademie. Weiße Uniform, nur in weiß, weiße Uniform, von Kopf bis Fuß. Und er stellte sich vor und er war ihr Vater. Und ich so, was geht ab, weißt du? Und er erklärte, wie wichtig diese Ohrringe für sie waren. Es war die einzige Verbindung, die sie hatte. Und sie war noch nicht ganz bereit, diese Bindung aufzugeben. Und ich so, okay. Also erzählte er mir, wo es war. Und ich dachte, okay, das könnte interessant werden. Also musste ich mir einen Weg überlegen, wie ich das Ding holen konnte, ohne es ihr zu sagen. Denn in dem Moment wurde mir klar, und es könnte auch andersrum sein, dass ich vielleicht nicht in der Lage war, ihr das so zu erklären. Denn stell dir vor, hey, ich habe letzte Nacht geschlafen und dein verstorbener Vater kam und hat mir gesagt, wo dein Ohrring ist. War das ein Traum? War das im Traum oder war das im Zimmer? Es war eher wie ein Besuch. Hast du geschlafen oder warst wach? Es war ein seltsamer Zwischenzustand. Verstanden. Ich weiß nie, was es wirklich ist, dieser Zwischenraum. Aber natürlich, so oder so. Ich bin nach oben gegangen und habe den Ohrring an einem so unwahrscheinlichen Ort gefunden, dass ich musste tief graben, um ihn zu finden. Wir lebten in alten Wohnheimen mit Holzdielen und großen, klappernden, altmodischen Heizkörpern. Er war in einen Spalt unter dem Holz gefallen. Oh Jesus, den findest du nie. Ja, also sie hat's geschnallt. Und ich saß dort und dachte mir, oh nein, das ist nicht das, was ich beabsichtigt hatte. Sie so, unmöglich, dass du wusstest, dass das da war. Was ist los? Und ich so, oh mein Gott. Und dann musste ich es ihr sagen. Und ich erinnere mich an ihr Gesicht und ihr nickendes Haupt und die zitternde Lippe. Und in diesem Moment, in dieser Lebensphase, nach tausenden Heilsitzungen mit Menschen, verstehe ich den Dialog und weiß, was zu tun ist. Mit 18 fehlte mir einfach der Wortschatz dafür. Und es war unangenehm. Und ich glaube nicht, dass sie danach noch viel mit mir abgehangen hat, natürlich. Ohrringverschluss mit mehr dahinter. Deshalb mögen wir uns irgendwie, ja, es hat sie erschreckt. Und dann dachte ich, oh nein. Und jetzt hast du diese negative Rückmeldung, dass wenn du das tust, erschreckst du sie. Und nun ist jemand, den du mochtest, nicht mehr in deinem Leben. Und ich gehe. Meine Mitbewohnerin und ich waren Cheerleader. Sie wusste alles darüber. Wir haben immer herzlich gelacht. Und ich sah die Basketballergebnisse. Stell dir vor, ich hätte gewettet. Wir sollten einige notieren und sie in einen Umschlag tun. Dann würde ich ihn in die Unterwäscheschublade legen. Wir würden hingehen, anfeuern. Ja, danach kämen alle zurück. Wir würden ein Bier öffnen und es war ein lustiges Ritual, das ich machen konnte. Und wir würden den Umschlag öffnen und da wäre das Spielergebnis und alle so unmöglich. Das ist der Hammer. Aber alle sind halt betrunken, deshalb hat sich nie jemand was dabei gedacht. Das war echt, oder? Ja, verdammt, was zum... Es schien harmlos, gleichsam ein Ventil oder eine Befreiung. Okay, also du durchlebst das alles bis jetzt. Es ist ein faszinierendes Leben, das du vor deiner Nahtoderfahrung hattest. Normalerweise bringen Nahtoderfahrungen das ganze Leben eines Menschen wirklich auf den Punkt. Aber du hattest all diese unglaublichen Geschichten, die du mir erzählt hast. Du hattest absolut recht, als du am Anfang sagtest, sieh mal, ich hatte ein interessantes Leben vor meiner Nahtoderfahrung. Das hattest du wirklich. Also, was ist bei deiner Nahtoderfahrung passiert? Stell dir vor, ich, Cheerleaderin, notiere Basketballpunktestände
verstaue sie in meiner Unterwäscheschublade und trinke Bier beim großen Enthüllen. Klar, so nutze ich mein unglaubliches Geschenk, um der Menschheit zu dienen. Es tut mir leid, wirklich. Sei fair, du warst im College. In der Highschool und im College sind wir alle Idioten. Es zeigt sich, dass der Clou der Geschichte ist, dass ich alles selbst eingefädelt hatte. Ich musste wissen, welche Persönlichkeit ich einbringen würde. Aber ich hatte beschlossen, dass ich, wenn ich 21 geworden wäre, denn das galt üblicherweise als Eintritt ins Erwachsenenalter in der westlichen Welt, wo ich aufwuchs. Und so beschloss ich, sollte ich meinen Weg nicht finden, meine Gaben im Dienste anderer zu nutzen. Ich wollte erschaffen, gestalten und die Welt ein wenig besser hinterlassen, als ich sie vorfand. Wenn ich es nicht geschafft hätte, dann inszenierte ich das Ereignis, um mir selbst einen kräftigen Tritt zu geben. Genau das geschah am 14. Dezember 1991. Ich wohnte in Charleston, South Carolina, gemeinsam mit meinem Freund. Und selbstverständlich, wenn du noch immer mit dem Kerl zusammen bist, mit dem du im Studium warst und nach dem Abschluss immer noch mit ihm bist, als würde deine Mutter bereits das Porzellan aussuchen. Babykleidung. Die Babykleidung ist bereits ausgesucht. Verstanden. Klar, also ja, das passiert wirklich. Das ist jetzt so. Also ich bin nach Charleston gezogen, weil wir noch zusammen waren und ich arbeitete bei einer Schilderfirma, ohne Schilder zu machen, zu verkaufen oder zu gestalten, trotz meines Grafikdesign-Abschlusses. Stattdessen schrubbte ich Böden, da ich keinen anderen Job fand. Doch das war das Beste, was mir passieren konnte, denn die Menschen dort waren. Rückblickend denkt man, oh mein Gott. Sie haben die Welt, in die ich eintreten wollte, wirklich verstanden. Sie haben mal was gesagt, ich erinnere mich, wir waren einmal essen und Sie haben diesen Satz fallen lassen. Es ging irgendwie um die Bibel und ich dachte nur so. Oh mein Gott. Denn ich war dieses Kind, das im Sonntagsschulunterricht und in der Jugendgruppe aufgewachsen ist, immer mit der Hand in der Luft und ich dachte mir, das ergibt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, denn ich war doch dieses Kind, oder? Genau, Sie haben das nie gesagt. Und ich dachte nur, oh mein Gott, Sie waren es, die mir sagten, ich müsse alles von innen heraus lernen. Nicht nur, um ein guter Geschäftsmann zu sein, nicht nur, um das Wischen des Bodens zu beherrschen, damit ich auch mal ganz oben stehen könnte, sondern weil es essentiell ist, die Welt mit den Augen aller anderen zu betrachten. Jetzt blickst du zurück und denkst, oh mein Gott, es ist wie wenn diese himmlischen Wesen wurden in mein Leben gesandt, um mich auf Bevorstehendes vorzubereiten. Und ich glaube daran. Also an diesem Tag, dem 14. Dezember, ich ging zu der Weihnachtsfeier für diesen Job und ich lebte in einem Wohnkomplex nahe einer großen Autobahn in Charleston, bekannt als Autobahn 17. Sie hatte viele Fahrspuren in beide Richtungen. Ich näherte mich einer Ampel, sie war rot. Also hielt ich als erstes Auto an der Kreuzung und überlegte, und die Ampel bleibt rot und dann wird sie grün. Also muss ich hier eine ganze Menge Fahrspuren überqueren, bevor ich meine Linkskurve mache, hinein in. Also ich wohne jetzt in Irland. Mein Lenkrad wäre also auf der rechten Seite gewesen, aber dort ist es auf der linken Seite. Und deshalb, während ich hier entlang fahre, das ist der Aufprallort. Also, meine Ampel schaltet auf grün, ich setze mich in Bewegung, gelange zur äußersten Fahrspur und schaue mich um. Und ich fuhr los, das Auto wird nicht halten. Und ich sehe, wie dieses Auto auf mich zurast und dann plötzlich, ganz unvermittelt, verlangsamt sich alles, fast bis zum Schleichen, zum Stillstand. Und ich sitze einfach nur da ohne Angst, völlig unbeeindruckt. Es wirkte normal, als ob es so sein sollte. Ich dachte, okay, bereite dich aufs Sterben vor. Wie will ich das tun? Es fühlte sich an, als hätte ich totale Kontrolle. Es gab keine Angst, nur Leere. Und also denke ich, okay, er fährt schnell und ein Treffer würde schmerzen. Ich könnte den Schmerz fühlen, dann sterben. Oder ich steige hinauf und verlasse meinen Körper. Und der Körper wird getroffen, dann ist man tot. Dachte ich, naja, weißt du was? Es kam mir so vertraut vor. Ich hatte nicht das Gefühl, es erleben zu müssen. Ich hatte nichts zu gewinnen von dem Schmerz, dem Aufprall, dem Schmerz. Also
erlebe ich jetzt nicht nur eine Nahtoderfahrung, ich bin Zeuge meines eigenen Todes. Denn in dem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, gibt es dieses Geräusch. Deshalb liebe ich Frequenzen, denn hier begann meine Auseinandersetzung mit Frequenzen. Und ich denke mir, es klingt, als würde ich hier drüben Musik spielen. In Irland spiele ich Bodhran, eine Rahmentrommel, doch am meisten liebe ich die Uilleann Pipes. Uilleann heißt auf Irisch Ellbogen, daher der Name Ellbogenbalg. Es gibt Dudelsäcke mit großem Balg, aber bei Uilleann Pipes nutzt man die Ellbogen. Beim Füllen des Balgs mit Luft entsteht ein wunderschöner Bordunton, der einfach bezaubernd ist. Und ich liebe diesen Klang, denn für mich bedeutet er immer, hey, wir bereiten uns auf eine fantastische Session vor. Ich hatte gerade ein so gutes Gefühl und das ist das Nächstliegende, an das ich denken kann, das so klingt. Also ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich aufstehe und rausgehe und plötzlich höre ich diesen Klang, so eine Art Wogen. Es ist wirklich tief, eine tiefe Vibration und genau damit. Ich, mein wahres Ich, bin jetzt aufgestanden und aus dem Körper heraus. Und genau hier spürst du das. Oh ja, ich bin nicht dieser Körper. Also bin ich jetzt nett zu meiner Fleischsuppe. Ich lache nicht mehr über mich oder sage, ich sei zu dick. Ich sage einfach, leb dein Leben, tu, was du willst, denn ich bin das nicht. Ich bemühe mich, auf meinen Anzug Acht zu geben, aber ich genieße es auch, ihn zu tragen. Ja, ich bin auf und davon. Und dieser Klang wird immer lauter und lauter. Und was ich dadurch entdeckt habe, ist, dass dieser Klang und dieses tiefe Brummen, diese tiefe Vibration, es ist, was uns mit der Erdebene, der physischen Erfahrung des Seins auf der Erdebene verbindet. Und deshalb macht es mich verrückt, wenn Leute sagen, oh, das ist so niedrig schwingend oder ich bin hochschwingend. Ich bin von hoher Schwingung, während sie echt niedrig schwingend sind. Und ich denke, ihr versteht nicht, was hier vor sich geht. Denn es ist wie die Dichotomie von Dunkelheit und Licht auf der Erde, wo beides notwendig ist, um ein wunderschönes Gewebe menschlicher Erfahrungen zu weben. Niedrige und hohe Schwingungen, ohne beides kann man keine schöne Musik haben. Es ist wie die schwarzen und weißen Klaviertasten. Beide sind notwendig. Ja, das stimmt. Es war also eine Art tiefer, langsamer Schwingung. Und jetzt bin ich auf und draußen und blicke hinunter. Und alles beschleunigt sich wieder. Plötzlich taucht das Auto auf, gefahren von einem 81-Jährigen, der zuvor ein Paar fast getötet hatte, ohne den Führerschein zu verlieren. Glücklicherweise, sonst hätte ich den Crash nicht erlebt. Nun rast er mit etwa 120 km/h heran und rammt seitlich meinen Wagen. Der kleine Toyota Corolla knickt durch den heftigen Aufprall in der Mitte ein. Und ich sehe mich selbst, ich sehe den Körper, zurückgedrückt, der Sitz unter mir zusammengefaltet. Ich trug Bermuda-Shorts und ein Weihnachtsmann-T-Shirt, weil Weihnachten war's. Und ich sah, wie mein Kopf durch das Fenster auf der Fahrerseite flog. Mein Nacken brach dabei. Und Glas spritzte heraus, während das Beifahrerseitenfenster zerbarst. Das Auto dreht sich um und ich beobachte das Ganze sehr genau. Interesseloses Interesse. Ich halte wirklich niemals einen Vortrag oder spreche mit Menschen, ohne diesen Verweis zu geben, denn es ist das Beste, was ich tun kann, um es zu beschreiben. Da ich oft gefragt werde, warum ich so aufgebracht war und ich war etwa 21 Jahre alt, als hätte ich gedacht, oh mein Gott, mein Leben ist zu kurz. Aber so war es nicht. Die beste Beschreibung dafür ist, als wären Sie draußen in Texas. Kennen Sie diese Hitze dort? Es ist so richtig heiß. Sie schwitzen am ganzen Körper, haben im Garten gearbeitet und fühlen sich schmutzig. Und nach getaner Arbeit fühlen sie sich gut. Dann gehen sie ins Haus, ziehen die klebrigen Klamotten aus, werfen sie neben die Waschmaschine und nehmen die erfrischendste, wohltuendste Dusche überhaupt. Es ist kühl, es wäscht sich ab und du bist so richtig zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Und das Letzte, an das du denkst, wenn du das Shampoo aufträgst, sind die Klamotten neben der Waschmaschine. Ja, du hast recht. Also, ich habe nicht zweimal nachgedacht. Das ist die Wahrheit. Ich beobachte den Körper und ich kann sehen, und es war so. Unbelebt lag er da. Es war lediglich ein Körper. Es war nur ein Haufen Kleidung neben der Waschmaschine. Wenn du an einem frostigen Morgen rausgehst, um das Auto vorzuwärmen, startest du es, die Heizung läuft, vielleicht aktivierst du die Scheibenwischer, um Frost zu entfernen. Das Radio spielt. Für Passanten
wirkt das Auto lebendig, obwohl kein Fahrer da ist. Doch wissen wir, dass es nicht lebt. Niemand würde sagen, oh mein Gott, das arme Auto ist jetzt tot. Es war genau wie mit dem Körper. Es war kristallklar. Oh mein Gott, ich bin tatsächlich nicht dieser Körper. Und es war erstaunlich. Und dann, in diesem Moment schaue ich rüber und ein Mädchen, mit dem ich zusammen studiert habe. Damals hatte Charleston etwa 350.000 Einwohner. Ich kam nicht aus Charleston. Ich bin aus Virginia. Aber das Mädchen, meine Zimmernachbarin im College aus Charleston, stand 3 Autos hinter mir an der Ampel. Wer hätte gedacht? Ich weiß nicht warum. Und sah mein Auto getroffen, sich drehen und durch die Luft fliegen. Und was in diesem Moment so interessant war, ich konnte ihre Emotion spüren. Ich fand keinen Weg für meinen Körper. Ich hatte keine Bindung. Doch plötzlich, ich konzentrierte mich auf sie und spürte ihren Schrecken. Und ich wollte gehen, mach dir jetzt keine Sorgen. Weine nicht um mich, Argentinien, mir geht's gut. Es war interessant zu merken, dass ich eintreten und interagieren konnte. Es ist, als würden wir darüber sprechen. Verstorbene Angehörige oder Menschen in unserer Umgebung. Sind sie noch hier und beobachten uns? Ja, manchmal. Beobachten sie dich nackt unter der Dusche? Nein, so ist es nicht. Aber es gibt die Fähigkeit zu interagieren und zu fühlen, was in der anderen Person vorgeht. Genau das. Ich konnte dieses Gefühl bei ihr wahrnehmen und es war tatsächlich sehr ungewöhnlich. Als nächstes fokussiere ich mich wieder auf das Auto. Es hat aufgehört zu schleudern und steht still. Ich hänge jetzt hier wie eine kleine Marionette. Und dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, aber genug, dass ein Krankenwagen wurde gerufen und ein Mann kommt später und geht hinüber, greift durch die Beifahrerseite des Autos und schaltet den Motor aus. Und ich erinnere mich sehr deutlich an ihn. Und ich sah eine Frau, die herbeilief und ihre Telefonnummer hinterließ. Der Beifahrersitz und dann rannte sie weg, was ich seltsam fand. Warum sollte sie das tun? Sie musste irgendwo hin. Vielleicht wollte sie sich nicht einmischen. Also, sobald das passierte, ganz plötzlich begann dieses tiefe Brummen, die Tonhöhe zu wechseln. Und ich konnte das hören, was ich immer die Musik der Speere nenne, weil es einfach so wunderschön war. Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben versucht, es nachzubilden. Wie beschreibt man das Unbeschreibliche? Ganz natürlich. Es war unglaublich und es war einfach dieses wunderschöne Gefühl und alles wird schneller. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem andere Leute, die das erlebt haben, sprechen von dem Lichttunnel und es vielleicht ist schneller, langsamer. Ich weiß nicht, warum ich es nicht so erlebt habe wie Sie, aber es war, als wäre ich 1 Minute hier und dann gleich wieder hier. Andere Leute haben mir davon erzählt. Ja, andere Leute. Ich hörte sie darüber sprechen. Ein sehr dunkler Raum, wo in der Ferne ein Licht ist, aber es ist wie eine leere Leere. Aber da war viel Liebe. Aber was ich mehrmals von Nahtoderfahrenen gehört habe, ist, dass sie an einen Ort denken und sofort dort sind. Also ich habe gerade heute früher mit jemandem gesprochen, der meinte, ich war hier, ich sah, dass es hinten war. Ich war in der Dunkelheit, ich sah das Licht im Hintergrund. Aber es schien, als wäre es Lichtjahre entfernt. Aber als ich sagte, hey, ich will dort sein, war ich dort. Und es war einfach so. Es ist augenblicklich. Ich nehme also an, dass du genau das meinst. Genau das ist passiert. Aber was so seltsam ist, der Ort, an dem ich landete, ich habe es in dieser Welt definitiv nie gesehen. Es war nichts. Und es war sicher nichts, was man mir je beigebracht hatte zu glauben. Bedenke, du kannst dir vorstellen, mit welchen Vorstellungen ich aufgewachsen bin. In der Kirche, wie der Himmel und Gott aussehen und all das. Aber es war komisch, denn obwohl mein Vater Pfarrer war, war er kein fanatischer Prediger. Mein Vater war ein Fußballtrainer und Spieler. Und er hatte diese Sendung, jeden Sonntagmorgen, die wir hörten, bevor wir in die Kirche gingen, hieß sie Fußball vor und nach dem Gottesdienst, in der er über seine Fußballspiele vom Freitagabend sprach, sodass dieser Mann auf der Kanzel stehen und die unglaublichsten Sportanalogien bringen konnte, weshalb seine Gemeinden immer voll waren. Und er war ein unglaublicher Redner. Und ja, das war einfach großartig. Also er war nicht übermäßig fromm oder wir hatten nicht diese ganze Feuer- und Schwefelnummer. Er war so, er zeigte auf mich und sagte, Schätzchen, wir müssen die Hölle gar nicht erst diskutieren, denn das wird kein Problem sein. Und es war irgendwie so, ich erwarte von dir, dass du hier hinkommst und das wirst du auch, weil du dich benehmen wirst. Es war wirklich lustig. Seine Art, das anzugehen, war witzig.
Stehst also im Licht, nehme ich an. Du stehst nun im Licht. Ja, also bin ich jetzt im Weltraum gelandet und denke mir, was ist das? Denn die Atmosphäre war greifbar, aber die Farbe. Ich möchte die Farbe genau nachbilden können und ich kann sie nicht sofort in meinem Kopf heraufbeschwören. Es war wie eine Art kupfernes Karamell, opalisierender Perlglanz. Und das war die Atmosphäre ringsum. Und plötzlich bist du so und dann denkst du, Moment mal, ich habe keinen Körper, aber du hast eine Gestalt. Also ich so, okay, die große Erkenntnis hier ist, Leute, ja, ich wusste immer noch, wer ich war. Juhu. Denn mal ehrlich, es ist egal, ob du Christ, Buddhist, Muslim oder was auch immer bist. Jeder, der die menschliche Erfahrung macht, wird irgendwann Angst haben oder sich fragen, höre ich auf zu existieren, wenn alles endet? Ist das Teil des Menschseins? Nein. Ist die Antwort ein klares, entschiedenes Nein? Du hörst nicht auf zu existieren. Du weißt genau, was du getan hast. Was danach kommt, ist so, oh ja, ich habe vergessen, es ist, als hättest du kurz die Realität pausiert, um Monopoly zu spielen. Und du bist völlig darin vertieft, denn wenn du mit deinen Freunden Monopoly spielst, weißt du, du bist kein Schuh, er ist kein Hund. Du kannst die Parkstraße nicht mit einem rosa 500-Euro-Schein kaufen. Aber du bist mittendrin, spielst das Spiel, machst mit, dann legst du es weg und es ist wie, oh ja, das ist die Realität. Oder ist das hier die Realität? Also gibt es gleichzeitig mehrere Realitäten. Und dann bist du in diesem Raum und es ist einfach so, oh mein Gott, oh ja. Also ich könnte es dir nicht sagen. Wie lange war ich drüben? Wer weiß das schon? In irdischer Zeit waren es wohl um die 15 Minuten. Also ich bin in diesem Raum und ich fühle es einfach. Und das war für mich der ganze Ort, wo die Liebe ist. Und oh mein Gott, oh ja, ich erinnere mich. Ich bin unendlich. Ich bin wunderbar. Das ist unglaublich. Und dann beginnt diese Atmosphäre sich langsam vor mir zu formen. Hier wird es interessant, denn ich dachte mir, die Formen nehmen Gestalt an und sie sehen aus wie zwei alte Männer. Und über die Jahre war es so amüsant. Die Leute meinten, natürlich waren es alte Männer im Patriarchat. Und ich so, nein, ich mochte die alten Leute. Ich mochte die Alten wirklich. Klar, sie würden den Shake für mich trinken. Natürlich würden sie das. Als Kind hatte ich nicht dieses Verständnis oder Gefühl, in einer von Männern oder Frauen dominierten Welt zu leben. Ich mochte einfach alte Leute und so nahmen sie diese Form für mich an. Und das fand ich wirklich interessant. Ich habe nämlich von mehreren Personen, die Nahtoderfahrungen erlebt haben, erfahren, dass die Gestalt, die erscheint, die ist, die man sich wünscht. Für dich waren es ältere Menschen. Andere sehen Jesus, wieder andere Buddha und manche begegnen indischen Gurus wie Yogananda oder Babaji. Alles hängt davon ab, was du in diesem Leben und in dieser Inkarnation gewohnt bist, dich in dieser Umgebung wohlfühlen zu lassen. Also für dich waren es die älteren Leute und für manche sind es. Wo ist Jesus? Ihr habt mir gesagt, Jesus sollte hier sein, doch er war nicht da. Und dann frage ich, Richter, wo bist du? Auch der Richter fehlte, nicht wahr? Mir wurde erlaubt, eigene Erfahrungen zu machen. Und so kamen sie heran und traten vor und es war so wunderbar. Oh, es erfüllt mich. Ich habe diese Geschichte schon 5000 Mal erzählt, aber jedes Mal bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Denn in jenem Moment, sie sind so geduldig wartend, oh mein Gott. Und sie warteten darauf, dass ich sie erkenne und ich konnte nicht. Und ich dachte mir, und ich so, ich weiß, ich kenne dich irgendwie, aber nicht sicher wie. Ich weiß, ich liebe dich, aber nicht warum. Kennst du das? Und dann plötzlich, sie saßen, bis es mir kam und ich so, bam, es hat Klick gemacht. Und ich so, bam, Heimkehr. Von allen Heimkehrmomenten war dies das schönste Gefühl weltweit. Man schwelgt in einer Liebe, die unvorstellbar ist. Man kann es sich nicht vorstellen und ich kann es nicht beschreiben. Sie müssen mir seit Anbeginn der Zeit am meisten vertraut haben. So liebevoll zu mir gewesen sein. Denn danach folgte mein Lebensrückblick. Es mag klischeehaft klingen, doch es ist es nicht. Es widerspricht den Erwartungen. Das sieht man nicht im Film. Und genau hier wurde meine gesamte Wahrnehmung der Realität völlig auf den Kopf gestellt,
denn ich befinde mich in diesem Raum und plötzlich öffnet sich die Atmosphäre um mich herum in einem 360-Grad-Winkel wie im IMAX-Kino. Erlebnis. Man könnte meinen, dass man seine Lebensgeschichte chronologisch Revue passieren lässt, jedes einzelne Ereignis der Reihe nach durchlebt, doch so ist es nicht. Ich bin 4 Jahre alt und sitze am Küchentisch. Mit 11 bekomme ich Autobond, Bismarck, meinen ersten Bulldoggen. Mit 17 werde ich vergewaltigt, während ich mir die Universität anschaue, an der ich studieren werde. Ich bin 16 und bestehe die Prüfung für meinen Führerschein. Mit 12 erhalte ich meine ersten Sattel Oxford Schuhe, die ich als Cheerleaderin trage. Ich bin 14 Jahre alt und erfahre, dass mein Vater als Trainer in den Ruhestand geht. Hier bin ich wieder 16 und wechsle zur neuen Schule, an der mein Vater Direktor wird, und verlasse die Schule, an der ich mit all den Kindern aufgewachsen bin. Und da ist diese ganze Reihe von Ereignissen, die gleichzeitig stattfinden. Und so wird mein Leben für immer verändert, da nun die Idee eines parallelen Lebens existiert. Ich lebe also gleichzeitig in meiner eigenen Erfahrung, in diesem Augenblick. Es war verrückt. Also, ich bin so, oh mein Gott, ich bin all das nicht und doch bin ich all das zur gleichen Zeit. Darf ich Ihnen dazu eine Frage stellen? Denn das ist wirklich eine interessante Idee. Ich kenne dieses Konzept in alten Manuskripten und dergleichen, wo wir alle existieren. Unser Leben passiert alles auf einmal. Also meine Situation als 60-Jähriger findet genau in diesem Moment statt. So wie meine Situation mit 10 Jahren war und jetzt meine 48-Jährige, die während wir sprechen genau jetzt passiert. Und deshalb oft, wir können erkennen, wenn du siehst, oh, ich sehe deine Zukunft, wenn ein Medium kommt und sagt, oh, das wird passieren, das wird geschehen, weil das die Eindrücke sind, die aus deiner Perspektive kommen. Aber in jedem Moment haben wir dennoch freien Willen, also könnten wir, theoretisch. Jetzt könnte ich mich direkt vor dir in Brand setzen. Ich habe die Wahl dazu. Ich werde es nicht tun, aber es wäre möglich, doch es ist unwahrscheinlich, dass ich so etwas tun werde, obwohl ich den freien Willen dazu habe. Und manchmal tun Seelen das vom rechten Weg abkommen. Man kommt einfach ab. Wenn wir alle abkommen, sind unsere Führer oder das Universum da, um uns zu stoßen, zu schubsen oder uns ins Gesicht zu schlagen, damit wir zurückfinden dorthin, wo wir hingehören. Manchmal begreifen wir es nicht in diesem Leben. Vielleicht müssen wir anders zurückkommen. Es ist nicht unbedingt der falsche Weg, denn eines der Dinge, die passiert sind, Menschen, ist, dass die Evolution hat uns fehlgeleitet, indem wir zu einer Spezies wurden, die denkt, Unbehagen sei falsch, dass Beleidigtsein falsch ist, dass Schmerz falsch ist, dass es falsch ist, eine Entscheidung zu treffen, die zu einer Vergewaltigung führt. In meinem Fall verlor ich die Kontrolle. Ich hatte nie zuvor Alkohol getrunken, richtig? Ich bin im Haushalt eines Predigers aufgewachsen. Und dann, als ich mir Universitäten anschaue, finde ich mich auf einer College-Party wieder, wo ich Wodka aus einem Krankenhaustropfbeutel trinke. Oh Jesus, ich war total betrunken. Also folge ich ihm, als er sagt, hey, ich will dir was zeigen. Okay. Drinnen erleide ich eine Gruppenvergewaltigung. Kann ich mich damit identifizieren? Mann, ich habe schon so vielen mit meiner Geschichte geholfen. Du ahnst es nicht. Also wenn ich mich mit etwas identifizieren kann, dann ist es das. Ich bin froh, dass es passiert ist. Ich kann dir das genauso sagen. Ich könnte über diese Wasserflasche reden, erzählen. Keine schwingungsmäßige Bindung an diese Erfahrung, außer Gott sei Dank ist es passiert, denn es hat Ereignisse in Gang gesetzt. Also lass mich bitte Folgendes fragen, denn es ist wirklich wichtig. Ich möchte deine Perspektive dazu hören. Wie schaffst du es, dich von einem sehr traumatischen Ereignis in deinem Leben zu befreien? Denn das, was du mir ebenso nebenbei geschildert hast, ist extrem traumatisch. Und ich bin keine Frau. Aber als du es das erste Mal beiläufig erwähnt hast, dachte ich, hat sie wirklich gesagt, was ich denke? Weil du Töchter besitzt? Das ist richtig. Was würdest du tun? Also, wenn Menschen Erfahrungen bewerten, hier müssen die Leute wirklich verstehen, dass die Urteile und Meinungen anderer absolut nichts für deine unsterbliche Seele bedeuten, es sei denn, du lässt es zu. Richtig? Also ich habe damals eine Entscheidung getroffen. Mein Vater, er war nicht nur Pfarrer, sondern auch Direktor einer weiterführenden Schule. Er war Fußballtrainer. Er hat viel gemacht.
Er war eine Stütze in unserer Gemeinschaft, sehr angesehen. Er ist eine Filmfigur. Er ist eine Filmfigur. Er ist eine Filmfigur, ein ziemlich großer Kerl, oder? Er ist wie in Unbestechlichen. Er ist wie in Hoosiers, genau, gegen jede Regel. Kennst du den? Und wer war der andere Trainer? Das war mein Vater. Nein, auf keinen Fall. Wirklich. Sie haben die Geschichte ein wenig verschönert. So ist es nicht ganz gewesen. Wow, das ist echt interessant. Es ist dieses Szenario, nicht wahr? Okay. Mein Vater, ich erinnere mich, hatte in seinem Leben immer mehrere Jobs gleichzeitig, um unsere Familie durchzubringen. Er war nicht nur Trainer, Prediger und Schulleiter, sondern vieles mehr. Eines Tages bekam er das Angebot, Schulleiter an einer Privatschule zu werden. Ich dachte sofort an das zusätzliche Geld und die hochnäsigen Kinder, denn ich war mit den Kindern aus der Stadt im Schulsystem von Martinsville aufgewachsen. Mein Vater legte mir dann nahe, für meine letzten 2 Jahre an diese Privatschule zu wechseln. Stell dir das vor. Du musst all deine Freunde verlassen, die du dein ganzes Leben lang hattest, und zu einer Schule gehen, wo die meisten Kinder aus reichen Verhältnissen stammen, nicht wahr? Und ich so, das gefällt mir echt nicht. Aber für meinen Vater war das Geld und die Veränderung für unsere Familie enorm. Und ich denke mit meinem 16-jährigen Kopf und bin total sauer wegen der ganzen Sache, während meine Eltern sich denken, oh mein Gott, wir können sie jetzt problemlos durchs Studium bringen. Genau. Und wir bekamen ein schöneres Haus. Genau, es ist schöner. Kinder machen sich um all diese Dinge keine Gedanken. Du hast keine Ahnung, bist egoistisch und denkst, oh mein Gott, meine Welt geht unter. Genau so. Das war soeben geschehen. Mein Vater war erst kurz dort in einer Übergangszeit. Er übernahm eine Rolle, die für ihn und meine Mutter wichtig werden sollte. Das hieß, sie konnten arbeiten, während er idealerweise in den Ruhestand treten und das ganze Programm genießen konnte. Und dabei sicher bleiben. Du bist Vater von Töchtern. Stell dir vor, eine sagt dir, ich geriet in eine furchtbare Situation, wurde von einer Gruppe vergewaltigt. Sie weiß, wer es war. Was tust du? Ringt mit schwerem moralischen Dilemma. Würdest du deine Hände um ihre schlanken Hälse legen und sie dann brechen? Ja, ich würde anrufen, könnte ein paar Freunde kontaktieren, die ich kenne und die so etwas machen. Ich wusste genug, dass ich war unverletzt. Mein Großvater, der Richter, mit Erfahrungen im Umgang mit Toten, lehrte mich genug, um zu erkennen, mir war kein Schaden zugefügt worden. Die wahre Person, das echte Ich, blieb unversehrt. Im Anzug aus Fleisch, gewiss. Sie beschädigten mein Fahrzeug vorübergehend. Aber der Fahrer, mir ging's gut. Und so stand ich vor einer Wahl. Und hier haben Leute mit mir diskutiert. Du bist so verantwortungslos, dass du sie nicht bei der Polizei gemeldet hast. Und das hast du nicht getan. Und ich dachte, okay, danke dafür. Du kennst nicht die ganze Geschichte. In jenem Moment traf ich eine Entscheidung. Richtig oder falsch. Sie war das Resultat eines 17-jährigen Verstands und meiner Umstände. Mir war bewusst, dass, wenn ich es meinem Vater erzählte, ich darum ringen müsste, sie nicht zu töten. Oh nein, sicherlich, töten. Er würde ihnen folgen und sie töten, ganz sicher. Und wir unsere und vielleicht sein Leben und das seiner Familie ruinieren. Richtig. Und seine Größe war derart, dass er durchaus jemanden hätte töten können, falls er zugeschlagen hätte. Er war mühelos, stets Gentleman. Und ich ertrug den Gedanken nicht, ihn in diese Lage zu bringen. Ich bin Mutter, alleinerziehend mit 2 Mädchen und kenne dieses Gefühl. Von diesem Gefühl. Und wenn das passieren würde und niemand würde es mir sagen, dann würde ich es verstehen. Und es war interessant, denn viele Jahre später, ich stieß auf einen von ihnen. Er kam auf mich zu und stellte mich seiner Familie vor, war Polizeibeamter geworden. Und er hat seine ganze Laufbahn darauf verwendet, sicherzustellen, dass so etwas niemand anderem widerfährt. Es hatte ihn innerlich aufgefressen. Und er kam und dankte mir dafür, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, die ich traf. Denn sie veränderte den Lauf seines Lebens. Denn wäre er ins Gefängnis gekommen, da er zu dem Zeitpunkt schon als Erwachsener angesehen worden wäre, hätte sich alles komplett anders entwickelt. Und das war nicht richtig. In jenem Moment für mich und unter diesen Umständen. Denn ich einfach. Er war betrunken und ich war es auch.
Ist das eine Rechtfertigung dafür, dass jemand so etwas einem anderen antut? Ich kenne alle Argumente. Natürlich nicht. Aber ich übernehme auch die Verantwortung dafür, dass ich nicht in der Lage war, auf mich selbst aufzupassen. Und deshalb muss ich auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. Ich habe die Macht, den Rest der Lebensgeschichte eines Menschen zu vernichten. Wenn ich gehe, sieh, was du mir angetan hast. Nun betrachte unser Werk, so sah ich es. Richtig. Und ich saß da und dachte lange und gründlich darüber nach, was ich tun sollte. Und das war das Richtige für mich. Und er litt. Er durchlebte seine eigene Hölle, weißt du? Und schließlich gelang es ihm, die Sache zu wenden. Und er fing an, etwas zu tun. Und er lebt im Dienste der Menschen und hat eine wunderschöne Familie. Und ich dachte mir nur, ja, ja. Ist das stets die richtige Antwort für jede Situation? Nein, aber sie ist meine. Und rate was? Sie gehört nur mir. Sie dürfen kritisieren, so viel Sie möchten. Das war meine Geschichte, mein Wunsch in jener Lage. Und weißt du was? Das schönste Geschenk, das ich vom Todsein bekam, ist meine Rückkehr. Und das ist mir das Wichtigste. Glaubt mir jemand, hält mich für verrückt, meint, ich traf schlechte Entscheidungen oder hätte anders handeln sollen. Es ist mir gleichgültig. Es ist mir egal. Ich bin ein liebevoller Mensch und immer da. Ich arbeite hart. Ich lebe hier. Kürzlich machte ich eine 2-wöchige Reise durchs Vereinigte Königreich mit meiner 93-jährigen Mutter. Es war fantastisch. In meiner Praxis arbeite ich intensiv mit Patienten und stehe ihnen bei. Ich mache meine Heilsitzungen. Ich erziehe. Ich treffe gute Entscheidungen. Ich treffe furchtbare Entscheidungen. Das ist eben meine ganz persönliche Mary Helen-Erfahrung. Und daher beeinflusst mich die Meinung anderer überhaupt nicht. Denn ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, woher all meine Absichten stammen. Ich werde nicht stets das Richtige tun, doch ich beabsichtige immer präsent zu sein und jede Rolle zu übernehmen, um die Situation optimal zu unterstützen. Manchmal ist das unangenehm, aber obwohl wir Unbehagen meiden, ist es genau das, was uns wachsen lässt. Genau wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und deine Muskeln beanspruchst, musst du die Muskeln erst belasten, bevor sie wachsen können. Und du musst den Schmerz durchstehen, damit das passieren kann, ohne Zweifel. Also, jetzt kommen wir zurück zu deinem Nahtoderlebnis. Wir sprechen über eine Nahtoderfahrung. Ich war bei McDonald's. Es fasziniert mich. Denkst also, okay, zurück zu dem Zeitpunkt, als du tot warst. Du lebst dein Leben dort. Ich war frisch verstorben. Frisch verstorben. Also erlebst du eine komplette Lebensrückschau, in der du alles fühlst. Hast du auch den ganzen Schmerz gespürt, den du anderen zugefügt haben könntest? Absolut. Und es war unglaublich. Es war nicht so, dass ich es als eine Art Strafe empfunden habe. Es war eher so, als würde eine Schauspielerin ihre eigene Darbietung auf einem Video kritisch betrachten. Verstehst du? Oh, ein treffender Vergleich. Ich liebe das. Es war großartig. Also ich dachte, oh, ich weiß, was passiert ist, habe es erlebt. Natürlich wusste ich, was gleich kommt. Also spürst du diese Art von Unruhe und dieses Gefühl, das in dir hochkommt von, oh, Mensch, ja. Das ist der Moment, in dem wir auf diese großen Dinge blicken und denken, dass wir die Welt gerettet und dies und das getan haben. Es sind die winzigen, winzigen Kleinigkeiten. Das sind die Dinge, die zählen. Es ist, diese Wasserflasche aufzuheben und sie von hier nach dort zu bewegen. Es sind diese kleinen, bewussten Augenblicke, in denen ich erkenne, dass ich mich tatsächlich physisch bewege. Ich erlebe Wissenschaft und Physik und Spiritualität und spreche gleichzeitig mit euch allen. Es zeigt sich in diesem winzigen Augenblick. Und so, ihr denkt, ich weiß genau, welche Entscheidung ich traf. Ein Mädchen, zu dem ich etwas sagte. Selten gemein in meiner Jugend, doch ich sagte etwas Gemeines. Das bedenke ich noch heute. Ich bin 53. Richtig? Mhm. Ja. Also aufwachsen in der Kirche, wie üblich, werden Leute getauft. Und in diesem ganzen Trubel, was passiert, Leute, ist, im baptistischen Glauben dürfen Kinder jeden Alters über die Taufe entscheiden. In anderen Glaubensrichtungen erfolgt die Taufe auch ohne persönliche Wahl. Ihr Körper ist geweiht und gehört Gott und so weiter. Und in der baptistischen Kirche triffst du die Entscheidung, dein Leben Jesus Christus, deinem Herrn und Retter, zu übergeben. Und du gehst diesen Gang zum Altar und dann kommt die große Taufe. Richtig, richtig. Also ich war 11 und die kleine Amy Whelan stand auf und ging diesen Glaubensweg. Und ich stand auf der hintersten Bank jener Kirche und rief aus vollem Halse. Sie macht das nur für den Saft und das Brot.
Danke, ich bin auch die Tochter des Predigers. Stell dir vor, der ganze Raum dreht sich um und ich werde runtergezogen und menschlich. Ich war so wütend, dass sie das gemacht hat, so als ob sie keine Mutter hätte. Sie weiß nichts über Jesus. Oh je, alles für den Kick, aber was ist dieser Kick? Einfach unglaublich. Ich sag stets, ich habe die kleine Amy Whelan im Sinn und gewinne ich im Lotto, erhält sie einen Umschlag mit 10.000 Euro bar. Das ist unglaublich. Es ist jetzt echt lustig, aber Kinder tun eben, was sie wollen. Diese Momente, wenn du zurückblickst und all die großartigen Dinge siehst, die du tust, das ist das Leben. Ich habe geweint, weil ich es liebe, die Maut für das Auto hinter mir zu bezahlen. Es verschönert den Tag und man weiß nie. Es ist eine nette Geste, sieht toll auf Instagram aus und so weiter. Aber es gibt auch die Momente, in denen du einfach da bist. Der Moment, als ich entschied, diesen Kerl nicht zu melden, er war eines der zwei Gesichter, die ich aus der Gruppe erkennen konnte. In dem Augenblick, als ich mich dagegen entschied, begann ich, ein Szenario zu entwerfen. Ich stellte mir eine der vielen möglichen Wege vor, wie sich das Leben entwickeln könnte. Und seine Entwicklung, diese Familie, diese Position als Strafverfolgungsbeamter. Es hing von meiner Entscheidung ab, die ich jetzt treffen musste. Und so trat ich hervor. Ich hätte anders auftreten können und es hätte sich anders entwickelt. Wäre das ein vergeudetes Leben gewesen? Nein. Hätte es ein Leben sein können, das anders verläuft? Vielleicht, aber es lag an mir. Es war einfach mein Erscheinen in diesem Moment, um die nächste Stufe, den nächsten Schritt zu gehen. Es geht darum, einfach präsent zu sein und bei Dingen mitzuwirken. Wir beurteilten es als gut oder schlecht. Du hast richtig gehandelt. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast jemandem wehgetan. Menschen verursachen mir ständig Schmerzen. Und ich war es, der ihnen Schmerzen zufügte. Ich habe eine schwere Zeit durchgemacht. Als Vater wirst du das verstehen. Meine Tochter hatte mit 12 eine wirklich schlimme Mobbing-Erfahrung. Es war schlimm. Und sie ist ein unglaubliches Mädchen, nun 20 Jahre alt, was natürlich einen Kreislauf in unserem Leben startete. Und sie hat diese Erfahrung gemacht. Und ich ging rein und sprach mit den Lehrern und sprach mit dem Schulleiter und all das. Und im Grunde genommen, anstatt sich einzugestehen, dass es ein Mobbing-Problem gab, entschieden sie sich dazu, sie als Problemkind abzustempeln. Sie erfüllte diese Prophezeiung lange Zeit. Und weil sie sich entschieden haben, das eigentliche Problem nicht anzugehen, und sie begannen abzulenken, es brachte uns auf einen anderen Weg. Oh mein Gott, haben wir gedehnt und gestöhnt und gejammert und gelernt und geliebt wegen dieses Kurses. Wenn man zurückblickt auf die Direktorin, die diesen Stein ins Rollen brachte, sie ist eine Familie. Ihre Familie vergöttert sie. Ihr Nachbar von nebenan, den ich gut kenne, findet sie einfach spitze, liebt sie absolut. Sie war der Satan in unserer Geschichte. Also wer ist sie? Weißt du es? Sie ist all das. Die große Erkenntnis ist, sich zu erinnern, dass du all diese Dinge bist. Wir sind alle Dinge. Wenn wir also urteilen, was andere tun, sagen oder wie sie sich verhalten, bist du all das. Du bist Zeuge von 8 Milliarden Fragmenten deines Selbst, die das Leben unterschiedlich erfahren. Und deshalb solltest du von deinem hohen Ross steigen und nicht denken, du seist moralisch überlegen, nur weil du dies oder das gewählt hast, nicht wahr? Alles, was du tust, scheint einfach und wir sind all diese Dinge. Es ist wie bei der Situation. Das würde ich nie tun. Wirklich. Wenn jemand mein Haus betritt und im Dunkeln meine Tochter bedroht, würde ich ihn ohne Zögern töten. Bin ich ein Mörder? Aktuell nicht, aber möglich wäre es. Wir haben alle das Potenzial. Wir haben alle das Potenzial. Keine Frage, absolut keine. In Ordnung, also bist du jetzt wieder tot. Also jetzt wir. Du bist in der Lebensrückschau und hast sie abgeschlossen. Zu welchem Zeitpunkt wolltest du zurückkehren oder war es einfach absolut? Und hier sind die Menschen so und ließen sie dich zurückkehren? Niemand zwang mich zu etwas. Ich bin nun vollständig ermächtigt und in totaler Erinnerung, dass ich all das selbst für mich erschuf. Nicht wahr? Ich wählte das Leben, die Umstände, die Menschen um mich. Und beim Umschauen fiel dir auf, dass eigentlich niemand da war? Eine wichtige Figur, die nicht anwesend war? Gott.
Denn ich denke mir so, okay, das sollte eigentlich nicht so laufen, wie man es mir gesagt hat. Und ich liebe mich selbst und denke, oh mein Gott, das ist unglaublich. Ich bin fantastisch. Schau, was ich erschaffen habe. Schau dir diese Leute an. Das ist unglaublich. Es gibt keinen Mann mit großem Bart und Richterhammer, der entscheidet, ob ich in den Himmel oder die Hölle komme. Keine Perlenpforten, keine vorhanden. Was? Da wird mir klar, oh mein Gott, ich erschaffe das selbst. Ich bin erfüllt von kosmischer, unglaublicher Energie, der Quellenenergie, die uns alle zu göttlichen Schöpfern unserer Geschichte macht. Ich denke, das ist fantastisch. So hatte ich eine Wahl, die ich mir selbst gab, in denselben Körper zurückzukehren. Nun wusste ich, was auf dem Spiel stand, denn ich war zerstört, am absoluten Tiefpunkt. Also in diesem Moment liege ich hier auf dem Boden. Ich befinde mich auf einer dieser medizinischen Tragen. Bist du also technisch zu diesem Zeitpunkt noch am Leben? Nein, Dein Körper jetzt? Nein. Lebt dein Körper noch, während du unten bist, oder ist er fort? Oh, er begann zu diesem Zeitpunkt wieder zum Leben zu erwachen. Alles verstanden. Ja, also es war eine Weile tot, nicht wahr? Und dann, sie müssen mich so oder so wegtragen, lebendig oder tot. Und also, ich wollte zurückkehren, denn eigentlich mag ich den Charakter, der ich bin, sehr. Verstehst du? Es ist ein guter Charakter. Es ist ein guter Charakter. Genau das war es. Es hat mir Freude bereitet. Ich mochte meinen Sinn für Humor. Ich mochte meine Familie. Ich liebte meine Umstände. Ich mochte den Charakter. Ich schaute hin und wusste in einem Sekundenbruchteil, dass der Körper noch zu retten war. Und mir war auch klar, dass der Körper viel mit sich bringen würde, wenn ich mich entschied, wieder hineinzugehen. Und ich dachte mir, ja, los geht's, Trainer. Ich wollte zurück, weil ich liebe. Ich bin dieser Persönlichkeitstyp. Ich liebe die Herausforderung. Und deshalb mache ich meinen Wert als Person, meinen Beitrag für die Menschheit. Nicht davon abhängig, ob mein Kopf schief ist oder ich eine seltsame Hüfte habe. Dass ich auf dem linken Ohr taub bin, sich meine Netzhaut im rechten Auge ablöst oder dass ich wegen meines zertrümmerten Beckens vielleicht keine Kinder bekommen kann. Ich habe meinen Wert oder meine Lebensqualität nicht nach diesen Einschränkungen bemessen. Also dachte ich, ich mach's einfach, oder? Es war eine unglaubliche Herausforderung, wieder in diesen Körper zu finden. Echt jetzt, in der Pause, als ich den Atem spürte, als der Gedanke aufkam, war ich weg. Zack, wieder drin. Und ich kehrte zurück, ja. Hast du all den Schmerz gespürt? Oh mein Gott, machst du Witze? Stell dir vor, du springst in ein Schwimmbecken mit Schneestiefeln, einer Parka und Jeans. Du springst hinein und bist einfach nur so, wow. Ich war dick und extrem schwer. Mein Körper war unter Schock, Schmerz hatte noch nicht begonnen. Und dann sagte Adam das und ich antwortete so, und stell dir vor, sie drehten durch, weil sie dachten, ich sei tot und jetzt bin ich's nicht. Wie Lazarus auferstanden und dann plötzlich versuchte ich aufzustehen. Direkt vor Ort, weil ich mich erinnern kann, es getan zu haben, es sei denn, ich bilde es mir ein, aber das glaube ich nicht. Ich erinnere mich körperlich, wie ich versuchte aufzustehen und dann, bumm, zusammensackte. Im Krankenwagen weine ich hemmungslos und eine Frau im Hintergrund streichelt meine Haare und sagt, es ist in Ordnung, Liebling, es ist in Ordnung, wir lassen dich nicht sterben. Und ich sage, ich war schon tot, benutze einige Ausdrücke und also bin ich unterwegs und denke, was passiert hier eigentlich? Also komme ich in die Notaufnahme und ich nehme an, ich bin wieder ohnmächtig geworden, was auch immer. Und als ich wieder zu mir komme, schaue ich so im Raum umher, da ist der Typ in Uniform. Und er war es, der ins Auto gegriffen und den Motor ausgemacht hat, damit er nicht hochgeht. Und jetzt sitzt er einfach da und schaut mich an und ich so versuche zu schlucken, merke nicht, dass mein Hals gebrochen ist. Und ich so, ich kenne dich. Er steht auf, blickt mich an und das Erste, was er sagt, ist, du bist aber ein glückliches Fräulein. Und ich schaue ihn an und sage, du warst beim Unfall dabei? Und sieht mich so halb an. Und ich sagte ja, weil du beim Reinkommen nicht da warst. Und er sagte, wie weißt du das? Und er so, kannst du dich an irgendetwas erinnern, was vor dem Unfall passiert ist? Und ich so, ja klar, aber du weißt ja, meine Studienfreundin, sie hieß Miem und sie war dabei.
Du solltest sie fragen. Und dann war da noch die Frau, die das Ding auf den Vordersitz des Autos gelegt hat. Und jetzt flippt dein Typ aus, oder? Und er so, junge Dame, du bist zerquetscht. Wir mussten die Rettungsschere nutzen, um dich zu befreien. Du warst tot. Du kannst das nicht wissen. In diesem Moment wurde uns beiden klar, was passiert war. Es war, als ob der Groschen gefallen wäre und er klappte einfach das Notizbuch zu. Und er zieht sich zurück aus dem Zimmer und stell dir vor, sein Abendessengespräch an diesem Tag. Und ich sitze hier allein in diesem Raum und denke, verdammt nochmal, ich war tot. Weißt du? Was machst du damit? Und genau in diesem Moment begann alles. Es war einfach unglaublich. Und es war der Richter, der Arzt, der verstorbene Arzt, der zu mir sagte, nicht lange danach, du wirst gehen, wir? Er sprach immer im Plural von wir. Und ich fragte mich, wer ist dieses wir? Wie viele von euch sind draußen? Und er meint so, wir schicken dich zur Chiropraktikerschule. Und ich so, zu was? Ich weiß nicht mal, was das ist. Wovon reden wir hier? Ich so, oh mein Gott, sind das nicht diese komischen Typen, über die sich alle lustig machen? Ich will das nicht machen. Und ich habe gerade erst 4 Jahre Studium hinter mir, oder? Und ich so, hey, zurück in die Schule, Schätzchen. Kommt nicht in Frage. Und da sagt er, ich war mir dessen bewusst, was meine Führer mir zuvor mitgeteilt hatten. Sollte ich mich entschließen, zurückzukehren, würden die Fähigkeiten, die ich besaß, verstärkt werden. Ich würde niemals alleine sein, das würde ich sicher wissen. Und es würden immer Wegweiser vorhanden sein. Immer. Sichtbare, hörbare, fühlbare Wegweiser leiten mich auf meinem Pfad. Ich werde nie allein gelassen. Denke nie, oh mein Gott, ich verliere den Verstand. So war es immer. Deshalb sagte er, Schule sei ein Muss. Denn er kannte die Zukunft der Medizin. Er wusste, was in diesem Feld passieren würde. Und er legte Wert darauf, dass ich verstehe, dass für die Art von Heilarbeit, die ich ausüben würde, das Verständnis einer vitalistischen Lebensphilosophie unerlässlich ist. Wir sind Geist, Körper und Seele und keines kann ohne die anderen richtig funktionieren. Der Körper dient der Seele, nicht umgekehrt. Schwierige Situationen entstehen oft, weil die Seele Lektionen lernen muss, sei es X, Y, X oder Z. Der Körper sendet dann Warnsignale aus, verursacht Krankheiten und beeinflusst das Geistige, damit die Person ihren Weg gehen kann. Es ist, als würdest du einen Bus lenken. Du bist der Kapitän deines Schiffes und kannst es steuern, wie du möchtest. Denke an die vielen Menschen, die du kennst, die Krebs hatten. Und du denkst dir, ich weiß, das war emotional bedingt, das ist passiert, weil das passiert ist. Oder wie viele Menschen hast du gesehen, die ihr Lebenswerk vollenden und direkt nach der Pensionierung sterben? Das liegt daran, dass sie die Kontrolle darüber haben, was mit ihrem Körper geschieht. Und das ist nichts, was uns beigebracht wird. Wir wurden konditioniert mit diesem allopathischen Ansatz zur Gesundheitsversorgung, dass es ein von außen nach innen Ansatz ist. Jemand anderes ist verantwortlich für mich. Jemand anderes kümmert sich um meine psychische Gesundheit. Jemand anderes ist dafür zuständig, sich um mich zu kümmern. Jemand ist verantwortlich für mein Wohlergehen. Jemand anderes ist verantwortlich für meine Bildung. Ich gehe jetzt, Leute, wacht auf. Wisst ihr das? Andere können zwar unterstützen und helfen, doch für deine Erfahrungen hier trägst allein du die Verantwortung. Und das Schöne daran ist, dass du selbst bestimmst, wie dieser Körper interagieren wird. Es ist so, als hätte ich buchstäblich dieselben 2 Jahre der Pandemie durchgemacht, wie alle anderen auch. Mit meinen Händen täglich an Menschen, ganz nah, sie justierend, das machend. Ich bin nicht geimpft und habe keine Meinung dazu in die eine oder andere Richtung. Wir haben Meinungen, aber es ist mir gleichgültig, was die Leute wählen, zu tun oder zu lassen. Das geht mich nichts an. Das ist ihre Erfahrung. Ich erlebe meine Erfahrungen. Faszinierend war die Zahl der Leute, die in mein Büro drängten, in meine Welt eindringen und sie wegen ihrer Ängste oder vermeintlichen Bedürfnisse ändern wollten. Ich sagte, hier seid ihr falsch. Sie entgegneten, das kannst du uns nicht untersagen. Doch, das kann ich. Da ist die Tür. Es geht in beide Richtungen. Ich liebe dich. Ich bin dankbar. Es freut mich, dass ich hier helfen kann. Aber komm nicht. Versteh das. Das ist, als würde jemand am Tor von Harvard stehen und verlangen, Kochunterricht zu bekommen. Weißt du was? Das lernt man an einer anderen Hochschule. Aber ich möchte es hier lernen. Es ist mein Recht, hier kochen zu lernen. Tja, das hier ist eine juristische Fakultät. Das ist mir egal. Ich will hier kochen lernen. Hole Eier raus. Wir finden sowas verrückt, klar.
Wir möchten es uns so gemütlich machen, dass alles um uns herum, moralisch und soziopolitisch, genauso ist, wie wir es haben wollen und die Welt genau im Einklang mit unseren Vorstellungen davon funktioniert, wie sie sein sollte. Wie langweilig ist das denn bitte sehr? Genau. Jeder sollte präzise dasselbe haben oder besser noch gar nichts. Und es darf keinerlei Hierarchie geben, jedes Kind muss siegen. Doch wie sollen wir so bitteschön lernen und uns entwickeln? Wir versuchen alles so gleich zu machen, dass wir nur noch fett, dumm und glücklich sind. Und ich denke mir, okay, wenn das deine Wahl ist, dann leg los. Aber lass mich damit in Ruhe. Lass mich dich fragen, ich bin hier. Meine Erfahrung soll genauso sein wie deine. Lass mich dich fragen, wie veränderten sich deine Fähigkeiten? Als du zurückgekehrt bist, wusstest du es automatisch. Du dachtest, okay, ich muss jetzt meine Sachen sortieren. Ich habe den nötigen Tritt bekommen. Wie haben sich deine Fähigkeiten verändert und welche Arbeiten machst du aktuell mit Frequenzarbeit und Ähnlichem? Zuerst muss ich meinen Körper rehabilitieren wegen all meiner Probleme. Ich habe mir das Genick gebrochen. Hier, also musste ich mich an Mary Helens neuen Zustand gewöhnen. Verstehst du? Ich sage Ihnen was. Wenn Sie über die perfekte Gelegenheit sprechen wollen zum Selbstmitleid. Die ideale Chance, Ausreden zu finden, warum man X, X oder Z nicht tun konnte, warum man nicht herausragend sein konnte oder warum man nicht weiterkommen und das Nötige tun konnte, ohne dass jemand mit der Wimper zuckte. Aber was ich in dieser Lage wirklich gelernt habe, ist, ich wollte exzellent sein, auch unbeobachtet. Ein Ziel für mich selbst. Es ging nicht um andere, ihre Erfahrungen oder darum, ob sie mich entbanden. Nicht zu Sachen zu erscheinen, weil ich verletzt war. Oh, ich hatte einen schrecklichen Unfall. Oh, sie hatte eine Nahtoderfahrung. Sie ist gestorben. Ich wollte wirklich nicht so sein. Ich wollte jemand sein, der aus allem Schlechten das Beste macht. Ich wollte 100% geben von dem, was dieser gebrochene Körper mir noch ermöglichen konnte. Und glaub mir, ich habe groß gelebt, oder? Und dann komme ich zurück. Und plötzlich, ich, die mit Toten sprechen kann, kann jetzt jemanden berühren. Und es war, als würde man eine Festplatte herunterladen. Egal, was in ihrem aktuellen Zustand geschah, sei es Not, körperlich, emotional, chemisch oder spirituell, es war einfach vorhanden. Und jetzt muss ich nach all den Jahren nicht einmal jemanden berühren. Ich mache das schon so lange. Aber früher, als es anfing, war es nur eine Berührung und zack, hatte ich die Infos. Oder ich konnte in einem parallelen Leben sein. Oder ich konnte jemand sein, der in diesem Leben Probleme hatte. Und das war zurück im Jahr 1492. Und ich denke mir, ach, hier ist es. Lass mich diesen Teil von dir wieder hervorholen und das klären. Und so hat es sich verändert. Und die Leute sind so, oh, also kannst du heilen? Wir alle können heilen. Wir können das alle. Ich mache es nur täglich. Es gibt Leute, die beruflich täglich singen. Ich könnte jetzt nicht am Broadway auftreten. Meine Stimme würde nicht durchhalten. Ich bin ein talentierter Sänger, doch meine Stimme ist aktuell nicht für Broadway-Auftritte trainiert, wo sie das täglich praktizieren. Wir besitzen alle intuitive Fähigkeiten und die Kapazität zur Veränderung, physisch, chemisch, emotional. Aber nicht jeder tut dies täglich. Viele üben nicht. Ich hingegen trainiere jeden Tag. Also bin ich gut darin. Genau wie diese Fähigkeit. Zack, bumm, über Nacht, einfach so. Also das ist es, was ich mache. Und mit diesem Verständnis von Frequenz und dass wir alle nur Frequenz und Licht sind, beschleunigt oder verlangsamt, da wurde mir plötzlich klar, oh, ich bin jetzt ein Meistermanipulator. Meine Großmutter nannte mich als Kind immer einen kleinen Manipulator. Und ich dachte mir, ich bin zu einem professionellen Manipulator geworden. Also, ich leg los. Ich nehme Menschen mit. Ich habe nicht viel Zeit, denn ich bin wirklich so beschäftigt und erfreut und danke dafür. Aber ich arbeite auch wirklich hart dafür. Und deshalb habe ich keine Zeit, mit Leuten herumzuspielen. Und ich bin nicht jedermanns Geschmack, weil ich brutal ehrlich bin. Also gut, dann, das dachte ich mir. Ja, so sieht's aus. Das machen wir jetzt. Das passiert gerade. Das habe ich gerade gesehen. So gehen wir damit um. Du willst es entweder tun oder nicht. Und das ist in Ordnung. Es ist mir egal, welche Entscheidung du triffst, denn diese Entscheidungen gehören dir. Ich mache nur Folgendes. Ich wische das Fenster sauber und mache es kristallklar und helfe dir, wie eines meiner Bücher heißt, Verständnis ist die neue Heilung. Ich bringe jemandem, der an Krebs stirbt, ein Verständnis, wie es dazu kam und gehe.
Wenn es auf deinem Weg liegt und du es wirklich willst, kannst du dich entscheiden, auszusteigen. Hier sind deine Optionen. Und hier hast du jenen Teil von dir zurückgelassen, der ständig Energieverlust zulässt, der deinen physischen Körper geschwächt hat, weshalb du Probleme hast, gesunde Zellen zu reproduzieren und Negativität überhand nimmt. Bietest du Fernheilung oder nur persönlich an? Auf dieselbe Weise? Es ist, als würde ich mit dir wissen Sie, die Leute denken, das kann nicht echt sein. Aber niemand hat ein Problem damit, dass du in Texas bist und ich in Irland und wir sprechen hier in Echtzeit. Es ist einfach eine Frequenz, nicht wahr? Also natürlich kann man sich in die Frequenz eines anderen irgendwo anders einklinken. Ich brauche dafür nur kein Gerät. Verstanden. So veränderte es sich nach dem Tod. Hier sind wir, 30 Jahre später. Immer noch bei der guten Arbeit. Ich mache immer noch die Arbeit und es macht Spaß. Echt lustig war, nach dem Urlaub mit meiner Mutter aus dem Vereinigten Königreich zurückzukommen. Mir ist aufgefallen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, zurückzukommen. Ich war nur 10 Tage fort. Sie traf diese Leute vor 10 Tagen. Ich war dankbar. Nicht wegen jemand anderem, denn niemand hat es ermöglicht außer mir. Ich habe es realisiert, erlaubte mir voll einzutauchen und schuf die Welt, die ich liebe. Ich lebe in derselben Welt, in der auch andere Menschen leben, die schreckliche Erfahrungen machen. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich lebe in derselben Welt. Ich habe dieselbe Pandemie durchgemacht. Mir sind viele der gleichen Dinge widerfahren. Es ist eine Frage der Wahl. Jeden Tag wache ich auf und frage mich, ob der Schmerz, den ich fühle, echt ist. Ist es größer als mein heutiges Ziel? Ich freue mich darauf, heute Abend mit dir zu reden. Das denke ich den ganzen Tag. Ich habe mich so darauf gefreut, weil du bist du und nur du mit deiner einzigartigen Perspektive und dieser Austausch, er wird nie wieder genauso stattfinden. Ich darf das nur einmal erleben. Und darauf habe ich mich so gefreut und ich begegne allem mit derselben Begeisterung. Und das macht mein Leben wirklich spaßig. Du bist eine Naturgewalt. Daran besteht kein Zweifel. Von dem Moment an, als du dich bei Zoom eingeloggt hast, ich war sofort so, oh, okay, das ist jetzt die Energie hier. Alles klar, das wird lustig. Und ich mache das jetzt schon so oft. Ich führe jetzt schon über 7 Jahre Interviews, weil man beim Podcasting viel verdient. Ich habe das so oft gemacht, dass ich merke das ziemlich schnell. Meistens spüre ich das Gefühl bei Interviews mit anderen Leuten. Also ich habe mir eines ihrer Gespräche angesehen und bereits in den ersten 5 oder 10 Sekunden dachte ich einfach, ja, das wird überhaupt kein Problem sein. Doch dann kam sie, ihre Energie war so wunderbar und es war so chaotisch, aber auf die allerschönste, herrlichste Weise. Ich dachte nur, oh, das wird ein wilder Ritt werden. Es wird fantastisch sein. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein großartiges Gespräch sein. Und es war schon ein wunderbares Gespräch. Ich hatte eine Liste von Fragen vorbereitet, zu denen ich gar nicht gekommen bin. Ich brauchte sie am Ende gar nicht. Es geschieht einfach. Es ist natürlich, Es gibt Absicherung. Sie dient als solche. Deine Gespräche, deine Sicht auf deine Nahtoderfahrung sind einzigartig. Du als Person bist einzigartig. Vor der Nahtoderfahrung und danach gab es hier so viele Goldkörner, über die gesprochen wurde. Und ich hoffe wirklich, dass es andere inspiriert, ihr Leben ein wenig anders zu betrachten und das Leben an sich ein wenig anders zu sehen und wie wir anderen Menschen dienen können. Ich habe jetzt mit Dutzenden von Menschen gesprochen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Und das eine, was immer gleich ist, sie kommen zurück und wollen dienen. du kannst nicht sein. Sie möchten dienen, sie möchten gerne dienen. Liebe zeigen, Liebe lehren, das verbindet alle Nahtoderfahrenen, mit denen ich sprach. Keiner kam zurück und sagte, Gott sei Dank, ich bekam das. Ein neues Boot, ich musste wirklich eins haben. Ich brauchte wirklich das Haus mit 35 Zimmern und 85 Bädern. Ein 1100 Quadratmeter großes Heim war nötig. Nach meiner Nahtoderfahrung erkannte ich, dass Materialismus der Weg ist, so viel wie möglich anzusammeln und dabei viele zu verletzen. Solche Worte hörte ich noch von keinem. Es ist tatsächlich sehr amüsant, denn auf meinen Reisen haben wir alles sozusagen maßgeschneidert angepasst. Ich war der Hauptredner zum Abschluss in Glastonbury in England.
Und das ist die älteste metaphysische Konferenz überhaupt. Und wissen Sie, ich hatte ein riesiges Publikum und all das. Und es hat so viel Spaß gemacht. Aber es war so witzig, denn wie Sie sich vorstellen können, zieht Glastonbury größtenteils wirklich interessante Leute an. Sie brachen in schallendes Gelächter aus, als ich sagte, hört gut zu, ich werde euch jetzt etwas Wahres erzählen. Man muss nicht ungewaschene Füße haben oder nach Patchouli duften, um erleuchtet zu sein. Und ihre Reaktion war, ich sah den Organisator hinten, seine Augen wie bei einer Zeichentrickfigur. Oh mein Gott, hast du das echt gesagt? Und ich so, das ist witzig, weil es nicht dem Spirituellen entspricht. Ich bin wohl einer der unwahrscheinlichsten. Ich glaube, sie haben mich auserwählt. Doch ich wählte mich selbst für diese Arbeit. Verstehst du? Ich bin kein klassischer Charakter. Ich musste lachen, als ich an meine Kindheit dachte. Oh mein Gott, ging es mir durch den Kopf. Jeder Sonntagmorgen schien Sommerhängematten und Kleidertausch zu beinhalten. Sie war sehr dünn, ich nicht. So erinnere ich mich daran, einen engen Kamelhaarpullover zu tragen und stundenlang über Jesus zu reden. Und ich dachte, wie furchtbar das war. Und wenn du diese Vorstellung davon, wer und was wir wirklich sind, in einen Raum voller Liebe, Freude, Spaß und Gelächter bringen kannst. Aber wie gesagt, ich kann ziemlich stur sein, wenn jemand kommt und so tut, als wolle er sich verbessern, aber meine Zeit verschwendet, weil er sich weigert, für sich selbst da zu sein. Ich sage dir klar, ich bin nicht der Richtige für dich und nicht für alle da. Ich werde unverblümt sagen, was passiert ist. Hier ist der Punkt. Du lässt den Ball selbst fallen. Wenn du diesen Weg weitergehen willst, dann ist hier, was du tun musst, um es zu schaffen. Oder ich werde direkt sein. Hör zu, wir sind am Ende des Rodeos. Ich kann dir helfen, diesen Prozess auf die schönste und friedlichste Weise zu durchlaufen. Oder du stirbst in schrecklichem Terror. Wie du willst, nicht wahr? Genau. Und weißt du was? Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, denn bei all den Shows, die ich über die Jahre gemacht habe, bin ich nicht jedermanns Geschmack. Ich bin ziemlich direkt. Ich bin ziemlich brutal ehrlich, weil in meinen Film- und Drehbuchprojekten, Shows, sage ich die Dinge, wie sie sind. Ich meine, schau, die Chancen stehen gut, dass du es nicht schaffen wirst. Aber das bedeutet nicht, dass du aufhören solltest zu versuchen. Wenn du es wagst, kannst du Folgendes erwarten. Und das ist die Realität der Filmbranche. Das musst du machen. Und die Leute wollen das nicht hören. Sie wollen von den Oscars hören. Sie wollen vom roten Teppich hören. Sie wollen diese schönen Geschichten hören. Aber so ist es nicht. Und selbst in dieser Show bin ich nicht jedermanns Geschmack. Ich gehe an Spiritualität genauso heran, wie ich an alles herangehe in all meinen Shows. Denn ich werde ehrlich sein aus meiner Perspektive, meiner Wahrheit. Und ich lese manchmal die Kommentare und manche Leute sind so, nein. Ich denke mir dann, wenn du in deinem eigenen Dogma feststeckst, dann ist das deine Sache und deine Erfahrung. Und Gott segne dich, geh mit Gott, mach, was sich für dich richtig anfühlt. Also wenn ich nicht die Stimme bin, such dir eine andere Stimme, aber finde etwas, das dir auf deinem Weg hilft. Aber ich bin auch nicht für jeden etwas. Deshalb verstehe ich deine Sichtweise in dieser Hinsicht vollkommen, denn ich kann absolut nachvollziehen, dass du bei anderen anecken könntest. Oh mein Gott. Ich habe es meilenweit gegen den Wind gerochen. Von dem Moment an, als ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, du würdest so viele Leute verärgern, genau wie ich so viele Leute verärgere, wegen meiner Art. Aber Menschen, die unsere Botschaft und Perspektive verstehen und begreifen, denen hilft sie. Selbst wenn du bei jemandem, der sich über deine Sprechweise ärgert, einen Samen pflanzt, könnte dieser Jahre später aufgehen. Das nennt man Elternschaft. Das gibt's auch, das gibt's auch. Ich so, ich komme. Ich komme das nächste Mal wieder. Ich mache die ganze Zeit spirituelles Stand-up. Genau das ist es. Das solltest du echt machen. Ich mache mich lustig und ziehe ordentlich vom Leder. Ich muss sagen, ich mache das gerade ein bisschen und es macht mir wirklich Spaß, denn ich reg mich über nichts auf. Es ist so, was meine Sekretärin ist dann immer ganz entsetzt. Sie sagt, hast du gemerkt, dass dein Festnetz abgeschaltet war, während du weg warst? Ich, ja, Rechnung vergessen. Sie, wie bitte? Wie bitte? Ich verstehe das nicht. Du bist Arzt und machst so etwas. Und sie konnte es einfach nicht begreifen. Ist mir egal. Ich schalte es wieder ein, wenn ich es brauche. Ich habe es einfach vergessen. Keine böse Absicht lag vor. Keine dramatische Horrorgeschichte. Also im Urlaub habe ich gefeiert, Geld ausgegeben und bin zurückgekehrt. Jetzt arbeite ich wieder. Menschen haben Vorstellungen und Ideen von Dingen. Das ist mir egal. Ich bin hier, um das Erlebnis voll auszukosten. Und dazu zählt vor allem der unangenehme Moment.
Denn genau das lässt uns wachsen. Das macht es erst wirklich. Das lässt uns wachsen. Weißt du was? Und ich stimme dir voll und ganz zu. Viele in der Gesellschaft heutzutage wollen alles kindersicher machen. Alles. Weißt du was? Du und ich, wir sind ja aus derselben Generation. Ich erinnere mich also an meine Kindheit und das ist mir noch gut in Erinnerung. Ich war im Kindergarten oder Vorschule. Ich glaube, es war Kindergarten oder Vorschule, eines von beiden. Und sie hatten diese riesigen Bausteine zum Spielen. Riesige Plastikbausteine, die wahrscheinlich so groß wie ein Schuhkarton waren. Verschmutzte. Dreckig? Nicht nur dreckig, sie hatten auch Ecken, die dich im Nu aufschlitzen konnten. Und ich erinnere mich, wie ich fiel und immer noch eine Narbe auf der Nase habe, wo das eingedrungen ist. Oder unsere Spielplätze damals. Die Klettergerüste waren wie 6 Stockwerke hoch und unten war nur Beton, keine Holzschnitzel. Und unsere Rutschen waren aus Metall und wir haben uns im Sommer drittgradige Verbrennungen geholt, wenn wir da runterrutschten. Das sind die Dinge. Deshalb fühlt sich unsere Generation ein bisschen zäher, ein bisschen robuster als die jüngeren Generationen. Nichts gegen die Jüngeren. Sie machen ihre eigenen Erfahrungen durch. Aber ich stimme dir zu, dass man sich unwohl fühlen muss. Da findet das Wachstum statt. Man muss sich mit dem Unbequemen anfreunden, um zu wachsen. Fazit. Und wenn man das nicht tut, wächst man nicht. Ich möchte Ihnen jetzt nicht mehr von Ihrer Zeit nehmen, denn ich weiß, Sie haben den ganzen Tag gearbeitet. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist Ihre Definition von einem guten Leben? Oh je, ich lebe es gerade. Sie sind ein Beispiel. Alles, worüber wir gesprochen haben, passiert jetzt. Ein gutes Leben ist eines, in dem du alles tust, der echte, unsterbliche Du, der, gleich in welcher Form, Generation oder Epoche, das zeitweilige Gewand angelegt hat und zu uns kam, um zu lernen. Und es ist wesentlich, dass du dir merkst, du darfst dich nicht isolieren. Das wäre nämlich schlecht. Oh, und hier sind die Menschen. Also, wenn es Menschen werfen mir das vor, weißt du, es ist diese Art. Glaubst du, Hitler war gut? Du meinst, Hitler war nötig? Ja, das glaube ich. Alle tun es, weißt du? Es ist faszinierend, denn wenn man mit so vielen Menschen gearbeitet hat wie ich und die unterschiedlichen Erfahrungen gesehen hat, die Menschen machen, sei es in diesem Leben oder in anderen Leben, ist alles notwendig. Alles ist Teil des Wachstums. Alles ist Teil dieses Bildes. Und wenn du dann auf dein hohes Ross steigst und entscheidest, dass du ein wirklich guter Mensch bist, weil du dies und das nicht tust und jene Person etwas tut, was du in dieser Zeit nicht tust, hast du den Boden unter den Füßen verloren. Denn wir alle sind in irgendeiner Geschichte das Arschloch. Jeder, absolut jeder. Und genau da habe ich die Geschichte über den Schuldirektor erzählt. Sie hat unser Leben zur Hölle gemacht mit dem, was sie getan hat. Aber das bedeutet nicht, dass ihr Mann sie nicht liebt und ihre Familie oder Kinder sie in ihren Geschichten nicht anhimmeln. In unserer Geschichte ist sie wunderbar. Sie hat eine Rolle gespielt, die uns auf diesen Weg gestoßen hat. Genau. Also wirst du das in jedermanns Leben sein. Nicht jeder wird dich mögen. Oh, nicht jeder wird die Entscheidungen, die du triffst, gutheißen. Ein gutes Leben beginnt dort, wo man dieses Verständnis erreicht. Verstehen, warum du hier bist und was tust, ist die neue Heilung. Was ist deine Mission im Leben? Ich tue es tatsächlich, ich lebe es aus, jeden einzelnen Tag. Ich möchte Fehler begehen, ich möchte kluge Entscheidungen fällen, ich möchte lachen, ich möchte lieben. Also ihr wollt wirklich Unbehagen spüren. Leute, ich hatte 2-mal Krebs, einen Hirntumor, brach mir das Genick, starb und überlebte all das. Und ich kämpfe immer noch. Allein die Tatsache, dass ich inmitten einer Pandemie lebe und atme, ohne geimpft zu sein, erzürnt viele. Das bringt mich zum Schmunzeln. Ihr meint, ich wäre in einem moralischen Dilemma gefangen, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht. Aber das interessiert mich nicht. Ich gehe meinen Weg und ihr geht euren. Das ist das Schöne daran, das ist das große Geschenk. Es geht darum zu erkennen, dass wir alle unterschiedliche Meinungen und Entscheidungen haben. Ihr solltet in eurer Spur bleiben und euer Ding machen. Doch wenn ihr in meine Spur wechseln wollt, was ihr dürft, dann urteilt nicht über mein Handeln. Es ist nicht dasselbe wie eures. Das zeigt mir nur, dass ihr nicht versteht, worum es wirklich geht. In Ordnung, in Ordnung. Wo können sich die Leute also informieren? Wo können sie mehr über dich, deine Bücher und deine Arbeit erfahren? MaryHelenHensley.com. Man sagt, ich hätte ein ziemlich
Auch im Podcast-Bereich sorge ich für Aufsehen. Wenn du mich googelst, wirst du mich oft finden. Natürlich, absolut. Es gibt einige Interviews mit dir, aber dieses ist eindeutig das Beste, ganz klar. Zweifellos das Beste, das du je hattest. Absolut, ja. Also maryhelenhensley.com. Ich bin Dr. Mary Helen Hensley, Autorin auf Facebook. Du bist leicht zu finden, nicht schwer zu finden. Bin ich schwer zu finden? Nein. Mary Helen, es ist ein absolutes Vergnügen und eine Ehre, heute mit dir zu sprechen. Ich hoffe aufrichtig, dass dieses Gespräch wirklich einigen Menschen da draußen hilft. Und danke dir dafür, dass du nicht nur gut redest, sondern auch Taten folgen lässt. Ich schätze dich sehr, meine Liebe. Ich schätze dein Tun und die Plattform, die du mir zum Plappern gibst. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.